Hallo meine Freunde, hola Madridistas, vamos! Real Madrid steht absolut verdient im Viertelfinale der Club-WM. In einem starken Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit, setzt sich Real Madrid mit 1:0 gegen Juventus Turin durch und trifft am Samstag um 22 Uhr auf die Borussia aus Dortmund. Ja, es kommt zum Brüderduell. Jude gegen Job. Die Bellinghams zum ersten Mal gegeneinander. Und dir schlage ich vor, nimm dir für Samstagabend Nacht nichts vor, denn wir werden natürlich gemeinsam einen Watchalong machen. Ich möchte mich noch einmal für jeden Einzelnen bedanken, der mich gestern bei dem Spiel begleitet hat. Ich habe mir erzählen lassen, wir waren dauerhaft über 500 Zuschauer. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Es war sehr lustig. Wir hatten sehr viel Spaß. Danke dafür. Ja, über was reden wir heute in dem Video? Natürlich über das Spiel von gestern. Wer war gut? Was war gut? Woran müssen wir meiner Meinung nach noch ein bisschen arbeiten? Und dann habe ich für euch auch noch 3 Interviews rausgepackt. Bei einem erklärt Xabi Alonso seinen genauen Gedankengang, warum er welche Wechsel im Spiel vorgenommen hat. Bei der anderen schwärmt unser Trainer über Fede Valverde. Ich wollte, dass ihr das auch mal hört. Und dann habe ich noch ein Video gefunden, wie Joselu, unser Held Joselu, sehr viele lobende Wörter über Arda Güler sagt, der gestern mal wieder einer der besten Spieler auf dem Platz war. Also, wie ihr hört, es wird auf jeden Fall ein vollgepacktes, interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, Weltrekord auf diesem Kanal. Ich glaube, ich bin einer der ersten YouTuber, der sich in der ersten Minute eines Videos so widerspricht. Aber ihr wisst das, ich starte meine Videos zurzeit mit einem Recap der Club-WM und dabei ist mir aufgefallen, Joe Bellingham hatte keine Lust gegen seinen großen Bruder zu spielen, der hatte andere Pläne. Er hat sich eine unnötige gelbe Karte abgeholt und somit wird es doch nicht zum Brüderduell kommen. Naja, egal, zu seinen Fehlern muss man stehen. Ja, was ist gestern bei der Club-WM passiert? Zunächst einmal, was ich eben schon erzählt habe, Real Madrid hat mit 1:0 gegen Juve gewonnen. Was es zu dem Spiel zu sagen gibt, erzähle ich gleich im Anschluss. Am Abend in der Nacht um 3 Uhr hat Borussia Dortmund mit Hängen und Würgen und viel Schwitzen und einer klaren Torchance von Sergio Ramos in der 90. Minute, das ging so knapp daneben, haben sich die Borussen mit 2:1 durchgesetzt und treffen am Samstag auf uns. Wie gesagt, Watchalong wird kommen. Ja, was passiert heute bei der Club-WM? Nichts. Und was passiert morgen bei der Club-WM? Auch nichts. Also, ich schlage euch vor, an jeden von euch, der vergeben ist, verbringt 2 Tage mit eurer Partnerin, mit eurem Partner, mit wem auch immer, damit ihr danach wieder ein bisschen Puffer habt und entspannter Fußball gucken könnt. So, ja, wie dem auch sei, das waren die Ergebnisse der Club-WM und ihr wisst, jetzt kommt der Zuschauerkommentar. Da habe ich mir den vom lieben Atakan ausgesucht. Er hat geschrieben, Gonzalo muss spielen, weil er sich das hart erarbeitet und erspielt hat. Denke, dass Mbappé in der zweiten Halbzeit reinkommt. Hoffe, Real macht es, wird aber knapper als viele denken. A la Madrid. Ja, wie sollte ich diesen Kommentar nicht nehmen? Einfach eine 100% Trefferquote. Tipico hat Angst vor dir, Atakan. Also, absolut recht behalten. Gonzalo hat sich das in den letzten Spielen erarbeitet und erkämpft. Und gestern hat er uns alle mit seinem Tor erlöst. Was haben wir für einen jungen Spieler da? 4 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage. Dieser Junge lebt den Traum eines jeden Madridistas. Und für mich muss die Diskussion nicht heißen, ob er im Kader von Real Madrid bleibt. Für mich muss die Diskussion langsam anfangen zu heißen, ob er nicht Stammspieler bei Real Madrid werden müsste. Die Frage ist, wer geht dafür auf die Bank? Aber lasst uns über diese Brücke gehen, wenn sie mal kommt. Tolles Spiel vom jungen Spanier. Und in Marca kommen wir zum Thema Portadas. Nennen Sie ihn schon Golazo Garcia. Das habe ich tatsächlich gestern in meinem Live-Watchalong auch gemacht.
Da wird auch nochmal drauf Bezug genommen, dass Gonzalo uns in die nächste Runde geschossen hat und dass Real Madrid noch im Wachstum ist, aber ein starkes Madrid war und von Spiel zu Spiel besser wird. Ja, beim Ass dann auch die Überschrift, auch der junge Spanier. Da könnt ihr lesen, per Kopf ins Viertelfinale. Ein starker Kopfball von Gonzalo mit seinem 3. Tor in diesem Turnier qualifiziert Real Madrid. Das wächst. Der Torwart Di Gregorio hat verhindert, dass es zu einem Torfestival geworden ist. Ja, und das kann man tatsächlich so unterschreiben. Was für ein Spiel von De Gregorio. Nach Gianluca Buffon scheint der nächste große Torwart bei Juventus Turin heranzuwachsen. Einfach nur ein starkes Spiel, 10 Paraden. Ich glaube, ohne ihn hätten viele Madridistas in den letzten 5 Minuten weniger geschwitzt. Formulieren wir es mal so. Ja, was kann man über das Spiel von gestern Abend sagen? Real Madrid hat mir die erste Viertelstunde, 20 Minuten nicht so sehr gefallen. Juventus Turin hatte zwar nicht den Ball, war zwar nicht dominant, aber die hatten mit Kenan Yildiz einen Spieler, der anders ist. Der hat Real Madrid in den ersten 20 Minuten aussehen lassen, als wenn wir eine Schülermannschaft wären. Juventus Turin hatte klare Torchancen, naja, zumindest eine sehr klare. Da lief Kolo Muani nach einem tollen Pass des Türken alleine aufs Tor, hat über Thibaut Courtois gelupft. Gott sei Dank ist Thibaut Courtois sehr groß und über ihn zu lupfen ist nicht so einfach. Dadurch landete der Ball nicht im Tor, sondern auf dem Tor. Und dann mit dem ersten Cooling Break, ich weiß nicht, wie Xabi Alonso das macht, aber sobald er da seine Jungs einmal gepackt bekommt, ändert sich das Gesicht von Real Madrid. Nach dem ersten Cooling Break war Juventus Turin bis zur 75. Minute nicht mehr im 16er von Real Madrid. Wir reden hier über 40 Minuten. Ein Xabi Alonso hat genau die richtigen Stellschrauben verändert. Und was er da genau gemacht hat, das hat ihn eine andere Real Madrid-Legende, nämlich Guti, gefragt. Hören wir mal in die Antwort unseres Trainers. Viel Bewegung im Team, oder? Auch viel Bewegung bei den Spielern. Zuerst beginne ich als Innenverteidiger, dann rücke ich ein wenig mehr ins Mittelfeld vor. Arda Güler spielt im zentralen Mittelfeld defensiv und dann ein bisschen weiter vorne. Was bezwecken Sie damit? Ja, am Anfang mit Aurelio, der ein bisschen zu tief stand, hatten wir zu viele Leute hinter dem Ball. Und da sie nur einen Stürmer hatten, wollten wir einen Spieler ein wenig davor positionieren und den Spielaufbau mit 2 Innenverteidigern machen, weil sie sehr tief standen. Sie haben ihre übliche Herangehensweise, die Juve normalerweise hat, ein wenig geändert. Normalerweise sind sie ein sehr aggressives Team im gegnerischen Feld, aber heute haben sie sich etwas weiter zurückgezogen und wir hatten einen Mann zu viel. Also haben wir das doppelte 6er Mittelfeld mit Arda und Aurel aufgestellt. Die beiden Innenverteidiger haben ein wenig das Spiel aufgebaut und das Spiel ein wenig verlagert, weil im Zentrum, immer wenn wir den Ball zu schnell dort hineinspielen wollten, haben sie mit Kolo Muani schnell umgeschaltet und so ist praktisch die klarste Chance zu Beginn entstanden. Und ja, es geht darum, die richtigen Stellschrauben zu drehen und ich glaube, heute ist es uns gelungen. Wir haben die richtigen Entscheidungen getroffen. Und bei diesem Gegenpressing, vor allem in der ersten Halbzeit, waren die Außenverteidiger so tief positioniert, dass Juve besser aus diesem Pressing nach Ballverlust herauskam? Oder wolltest du sie so tief stehen lassen? Nein, sobald wir weiter aufgerückt sind, müssen sie etwas höher stehen, um aggressiver zu sein. Da müssen wir wirklich mutig sein, wir müssen versuchen, sie zu erdrücken, damit sie nicht herauskommen. Wir dürfen nicht schüchtern sein und dann auf der gegenüberliegenden Seite korrigieren. Das ist grundlegend. Wie gesagt, wir stellen uns eine Juve vor, die im gegnerischen Feld etwas aggressiver ist, so wie sie es sowohl in der Liga als auch in diesen 3 Spielen gemacht hat. Auch gegen City. Heute haben sie sich ein wenig verändert und deshalb, wir hatten nicht allzu viel Zeit, aber man sieht Dinge, Anpassungen und morgen werden wir das noch einmal durchgehen, damit wir es richtig verstehen. Bin ich eigentlich der Einzige, dem es unglaublich Spaß macht, jedes einzelne Interview mit Xabi Alonso zu hören? Es wird nur über Fußball geredet, über Taktik, warum treffe ich welche Entscheidung und hier ganz clever. Real Madrid hat ein anderes Juventus Turin erwartet. Juventus Turin hat immer Druck gemacht, immer im gegnerischen 16er schon drauf gepresst, sei es in der Liga, als sei es auch bei dieser Club-WM sogar gegen Manchester City. Aber Real Madrid war darauf vorbereitet und als Madrid gesehen hat, nö, das ist nicht so, die wollen in einem tiefen Block stehen, hat Xabi Alonso gesagt, Tchouaméni,
Als Libero hinten drin brauchen wir dich nicht. Geh neben Arda auf die Sechserposition. Lass uns das Spiel mehr in die Hand nehmen, mehr dominieren. Und das hat Real Madrid dann von A bis Z getan. Und auch mit den Außenverteidigern, das habe ich extra drin gelassen und nicht rausgeschnitten. Das ist der Grund, warum wir Madridistas oder warum ich euch sage, Madrid ist noch lange nicht bei 100%. Die Spieler, die wissen und verstehen, was ein Xabi Alonso von denen möchte, aber die müssen es noch fühlen, die müssen es noch glauben. Ein Fran Garcia, ein Trent, die denken wahrscheinlich hier und da noch, das Sicherste ist, wenn wir hinten drin warten, dann kann keiner hinter unserem Rücken laufen. Sicherheit geht vor, aber im Endeffekt ist es das Sicherste für die Mannschaft, wenn du vorne drauf gehst, wenn der Verteidiger, entweder wenn du den Ball eroberst, perfekt, oder wenn der Verteidiger keine Zeit hat, das Spiel aufzubauen, einen langen Ball schießen muss und ein Rüdiger, ein Tchouaméni oder ein Dienhausen mit ihren 2 Metern gefühlt sagen, Dankeschön. Also, die Mannschaft muss noch an ein paar Stellschrauben arbeiten, aber gestern hat Xabi Alonso das gemacht, was ich von einem Real Madrid-Trainer seit Jahren erwarte. Und zwar, er hat auf die Mannschaft eingewirkt, er hat gesehen, wo ist der Fehler, er hat nicht bis zur 45. Minute oder weiß Gott gewartet, bis wir ständig weiter in Konter laufen und Juventus Turin irgendwann vielleicht ein Tor macht. Er hat eingegriffen und der Mannschaft geholfen und es war ein Unterschied, den man sofort auf dem Platz gesehen hat. Ja. Im Großen und Ganzen hat Real Madrid ab dem ersten Cooling Break das Spiel komplett dominiert. Viele haben gesagt, was ist mit Juve los? Juve möchte nicht weiterkommen. Ja. Klar, Juventus Turin, ein absolutes Siegerteam mit einer absoluten Gewinnermentalität und einem frischen neuen Trainer entscheidet sich, nö, kein Bock mehr zu gewinnen. Das ist natürlich nur passiert, weil Real Madrid sie nicht mehr gelassen hat. Sobald Xabi Alonso die Lösung gefunden hat und Real Madrid den Schlüssel in der Hand hatte, hatte Juventus Turin keine Chance. Vor allem in der zweiten Halbzeit, wie dominant Real Madrid aus der Kabine gekommen ist. Es war eine Frage der Zeit, dass Real Madrid ein Tor schießt. Bellingham mit einem Abschluss, Dienhausen mit einem Abschluss, Arda mit einem Abschluss, Flanke von Fran Garcia, Flanke von Trent Alexander-Arnold, Steckpass von Arda Güler. Es hat nicht aufgehört, bis dann Trent Alexander-Arnold mit einer Flanke einen gewissen Golazo Garcia gefunden hat. Was das für ein Junge ist, was für ein Kopfball das war, wie viel Gewalt, was für ein Timing, so eine Entschlossenheit. Und der Junge hat danach in dem Interview auch gesagt, ich weiß, das hier ist die Chance meines Lebens. Ich werde 200-300% geben, um diese Chance zu ergreifen. Und das sieht man bei jeder Minute auf dem Platz. Ja, und das erfreut einfach das Herz eines jeden Real Madrid-Liebhabers. Ja, hinten drin muss man sagen, Thibaut Courtois hat das gemacht, was ein Thibaut Courtois macht. An 2, 3 Paraden, die für andere Torhüter sehr schwer sind, lässt er leicht aussehen. Auch in der 1:1-Situation gegen Kolo Muani macht er es perfekt. Er macht sich sehr groß. Dadurch musst du den Lupfer tatsächlich ein paar Zentimeter höher ansetzen. Vielleicht war das der Unterschied. In der Abwehr haben mir an sich alle gefallen. Wenn ich einen ein bisschen herausnehmen müsste, wo es besser gehen würde, meiner Meinung nach, ein Rüdiger war die erste Minute ein bisschen Unsicherheitsfaktor, aber der hat sich ins Spiel gefunden. Ein Trent war in der Defensive nicht so stark, das wissen wir von ihm. Ein Xabi Alonso wird auch dafür eine Lösung finden. In der Offensive hat er dafür den Assist zum 1:0 gegeben. Ja, dann kommen wir zum Mittelfeld. Der Motor, die Seele dieser Mannschaft. Ein Arda Güler, ein Fede Valverde und ein Jude Bellingham haben einfach das Spiel in die Hand genommen, haben dafür gesorgt, dass Juve anfängt, Schatten zu verlaufen und alle drei haben ein tolles Spiel gemacht. Allen voran ein Fede Valverde. Fede Valverde war mal wieder überall, vorne, hinten, links, rechts, macht fast ein Fallrückzieher-Tor. Kann der Junge überhaupt normale Tore? Ja, das haben wir, glaube ich, vor 2 Spielen gesehen, dass der auch normale Tore kann, aber in der Regel macht er nur Traumtore. Hatte auch in der ersten Halbzeit wieder so einen von seinen Schüssen aus 30 Metern. Auch den hält der Torwart von Juve verdammt stark. Also Fede Valverde war überall. Und Xabi Alonso wurde in der Pressekonferenz gefragt, wie ist es eigentlich, einen Fede Valverde im Team zu haben? Hören wir auf die Antwort von unserem Trainer. Nun, es macht mir das Leben viel einfacher. Offensichtlich, weil er ein Top-Spieler ist, ein äußerst kompletter Spieler, der praktisch alles richtig macht, der Kampfgeist und Führungsqualitäten auf dem Platz hat, der seine Mitspieler mitreißt,
mit und ohne Ball gehört er zu den Besten. Und ich glaube, ich bin sehr glücklich, mit vielen großartigen Spielern zusammenzuarbeiten, aber besonders auch mit Fede. Ja, mehr oder weniger sagt er das, was wir bei unserem Live-Watch-Along auch immer sagen. Fede Valverde ist ein Cheatcode. Was für ein Spieler, was für ein Kapitän. Tolles Spiel, verdienter MVP Fede Valverde. Ja, und wer kam knapp hinter Fede Valverde? Wer war zweiter MVP? Und das sagt nicht nur ich, das sagt Sofascore, das sagt Foodmob, das sagt jede Statistikseite, die es gibt. Arda Güler. Was hat Xabi Alonso aus unserem jungen Türken gemacht? Er hat eine ideale Rolle für ihn gefunden. Ich weiß, viele von euch sagen, ein Arda Güler gehört auf die 10, müssen seine Torgefahr mitnehmen. Aber Real Madrid hat viele Spieler, die Tore machen können. Aber Real Madrid hat zurzeit, glaube ich, einen Spieler, der dafür sorgen kann, dass der Ball flüssig, mit einem perfekten Timing, mit einem schönen Tempo, mit einer sehr großen Sicherheit von hinten nach vorne gerommt. Ein Spielgestalter, einen Dirigenten, ein Toni Kroos auf Türkisch, und zwar unseren kleinen Freund Arda Güler. Ja, und dass ich das nicht nur so sehe, sondern auch Fußballprofis, Experten, Spieler, die letztes Jahr ein Champions League Halbfinale entschieden haben, wie ein Joselu. Hören wir uns an, was Joselu über den jungen Türken zu sagen hat. Was hältst du von Ardas Position? Würdest du ihn gerne weiter vorne sehen? Glaubst du, dass er diesen Platz für sich gefunden hat? Welche Gedanken hast du dazu? Ich liebe diesen kleinen Trick, wenn er den Ball bekommt. Also er ist ein Spieler, dem ich einfach gerne zusehe, wenn er den Ball am Fuß hat, weil ich finde, dass er ein richtig guter Kicker ist. Ich glaube, er ist ein Spieler, der es gewöhnt sind, einen anderen Spielertypen auf dieser Position zu sehen, vor allem in den letzten Jahren mit dem Weggang von Kroos und dem bevorstehenden Abschied von Modric. Aber es stimmt, dass diese Position in den letzten Jahren von den besten... Also für diejenigen, die sagen, ich habe eine Arda-Fanbrille auf, habe ich euch mal gezeigt, es bin nicht nur ich. Andere sehen die Leistung des jungen Türken genauso wie ich, und außerdem ist das auch kein Zufall, dass er ständig, immer wenn er spielt, in den Statistiken ganz weit oben ist. Er macht viel Arbeit, die unauffällig aussieht, weil es bei ihm leicht aussieht. Was ich eben bei Thibaut Courtois gesagt habe, er macht Paraden, die sind für andere Torhüter unmöglich, und er lässt sie leicht aussehen. Ein Arda Güler baut das Spiel auf, von links nach rechts, vorne, hinten, und es sieht locker aus. Es sieht aus, als wenn ich das auch machen könnte. Wie bei dem Toni Kroos. Bei einem Toni Kroos hatte man auch immer das Gefühl, ja, das kriege ich auch hin. Ja, versucht das mal, und vor allem versucht das mal bei Real Madrid auf dem Niveau. Ja, und dann kommen wir zum Sturm Vini und Gonzalo. Vini hat mir kämpferisch gefallen. Natürlich klappt noch lange nicht alles. Es war bei weitem nicht wie gegen Salzburg, aber er hat zumindest gekämpft und geackert. Und vor allem, als ein Xabi Alonso erkannt hat, Juventus Turin macht das Zentrum zu. Da sind 3 Innenverteidiger, 2 Außenverteidiger, 2 defensive Mittelfeldspieler. Alles tummelt sich im Zentrum. Da hat Xabi Alonso gesagt, Vini, geh du ab jetzt wieder nach links außen, sorg für Gefahr. Und das hat der Brasilianer gemacht. Sich sehr oft durchgesetzt, viele gefährliche Flanken. Gestern leider keinen Abnehmer gefunden, aber früher oder später wird er das. Für mich ein gutes Spiel von Vini. Natürlich hat er noch Luft nach oben. Ich glaube, über Gonzalo Garcia brauche ich schon nichts mehr sagen. Ich habe nicht umsonst Raúl gesagt. Was ist der Junge für ein Baller? Was für eine kämpferische Einstellung, hat mich komplett überzeugt. Ja, dann gab es in der 70. Minute, ist er ausgewechselt worden, dafür kam ein Kylian Mbappé. Die Leistung von Kylian Mbappé war absolut okay für einen Spieler, der letzte Woche noch im Krankenhaus war, 5 Kilo verloren hat, Muskelmasse. Der hat sich die ersten 5, 6 Minuten viele Kombinationen mit Vini, mit Bellingham, mit Arda sehr oft gestartet etc. Dann hat ihn die Kraft auch relativ schnell verlassen, muss man sagen. Was mir nicht gefallen hat, und ich kritisiere ihn eigentlich nicht gerne, seine Gestikulation, wenn er den Ball verloren hat, dass der stehen geblieben ist, sich umgedreht. Das wird es unter Xabi Alonso nicht geben. Xabi Alonso hat das klar gemacht, die ganze Mannschaft muss arbeiten. Ich hoffe, ein Xabi Alonso nimmt sich den Franzosen zur Seite und macht ihm klar, dass wir so etwas nicht mehr bei Real Madrid machen. Sowas gibt es nicht mehr bei uns. Nein, das konnte letzte Saison vielleicht passieren. Diese Saison wird anders. Diese Saison ist die Mannschaft... Ja, die Mannschaft gewinnt die Spiele. Wir sind es bei Real Madrid eigentlich gewöhnt, dass die Individualisten die Spiele gewinnen. Aber jetzt haben wir endlich mal eine Taktik, die die Spiele gewinnt.
ganz stark. Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit Real Madrid. Wenn man auf die Statistiken guckt, wenn man die Paraden vom Torwart guckt, wenn man die Überschriften liest etc., dass das Ganze gestern kein 3 oder 4-0 war, hat sehr viel mit der Leistung des Torwarts von Juventus Turin zu tun. Als Madridistas können wir nur glücklich sein, zufrieden zum Samstag hinfiebern und hoffen, dass Madrid ihre Leistung vor allem von der zweiten Halbzeit nochmal bestätigen kann. Ja, das war meine Meinung zum Spiel von gestern. Lass mir deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, liken, teilen, followen. Du weißt, wie YouTube funktioniert. Wir sind auf der Jagd zu den 15.000 Followern. Das wäre eine Riesenfreude. Wäre toll, wenn du mich da unterstützt. Und wir sehen uns morgen wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin. À la Madrid!